ersten Teil des Videos geht es vor allem um die verschiedenen Funktionen von Körper, Psyche, Seele und Geist nach den Archetypen der Seele. Nun erfährst du noch etwas mehr darüber, wie diese 4 Dimensionen des menschlichen Seins zusammenwirken. Wie bereits erwähnt, bedeutet Mensch zu sein, sich von der ursprünglichen, ungetrennten Einheit zeitweise und freiwillig zu entfremden. Aber was heißt hier freiwillig? Es ist ja die Seele, die dies im zeit- und raumlosen Zustand bejaht. Wie sollst also du davon wissen? Denn während der Inkarnation vergisst deine Seele sozusagen ihr So-Sein im Immateriellen und lässt sich radikal mit Haut und Haar auf die Herausforderungen in der körperlichen Welt ein. Zusammen mit Körper, Psyche und Geist erlebt sie in engster Symbiose Wachstum und Altern, Leben und Sterben. Jede Konfrontation mit der Verletzlichkeit des Körpers und den Befindlichkeiten von Psyche und Geist ist für sie eine einzigartige und kostbare Erfahrung. Vor allem älteren Seelen ist es möglich wahrzunehmen, dass da zweierlei in ihnen wirkt. Etwas, das Ängste empfindet, die Psyche, und etwas, das zugleich ein tiefes Gefühl von Stimmigkeit verspürt, sei die Situation auch noch so unerträglich. Die Seele, die mit jeder Form des Wachstums einverstanden ist, egal ob positiv oder negativ empfunden. Hilfreich ist hier der Geist, denn er vermag es, zwischen Psyche und Seele zu vermitteln und Lernprozesse in Gang zu setzen. Dabei hängt einiges von seiner Kooperationsfähigkeit mit dem Gehirn und dessen physischen Strukturen ab, sowie von seinem individuellen Reifegrad. Dieser kann differenzierter und offener sein und damit auch flexibler. Ist dies der Fall, hat auch die Psyche mehr Spielraum zur Entfaltung und Reifung. So ermöglicht der Geist in erheblichem Maße psychische Veränderungen durch sinnstiftende Erkenntnisse und Einsicht. Jüngere Seelen gehen ganz anders mit den Herausforderungen des Lebens um. Sie haben sich selbst als Kommunikationspartner für innere Prozesse noch nicht entdeckt. Beziehungsweise ist es ihnen eingeschränkt und eigentlich gar nicht möglich. Denn die Seele möchte in jüngeren Seelenaltern ganz andere Strategien der Problembewältigung erfahren, als die einer inneren Auseinandersetzung. Die junge Seele ist zunächst noch sehr mit dem Agieren in der äußeren Welt beschäftigt und entdeckt erst später die Innenschau. Und vielleicht kennst du das ja, dass eine Person in deiner Familie oder deinem anderen Umfeld völlig verständnislos auf deine Lösungsvorschläge reagiert. So als könne er oder sie gar nicht erfassen, was du da eigentlich von ihm willst. Wie wäre es, du ziehst einmal in einer solchen Situation in Erwägung, dass es sich bei deinem Gegenüber vielleicht um eine viel jüngere Seele handelt, als du es bist. Selbst wenn die Person eins deiner Großeltern ist, sie kann seelisch gesehen durchaus wesentlich jünger sein als du. Mehr zum Thema Seelenalter kannst du übrigens in weiteren Beiträgen auf diesem Kanal anschauen. Nun aber zurück zum Thema Lernprozesse und Angstbewältigung. Eine wirklich interessante Aufgabe erfüllt hierbei die Psyche, nämlich die vom Individuum als persönlich wahrgenommene Wirklichkeit und Wahrheit individuell zu interpretieren. Das heißt nicht weniger, als dass die Psyche die Realität wie in einem Spiegel verzerrt. Ihre Realität, die zudem durch Erziehung, Gesellschaft, Kultur usw. geprägt ist. Auch der persönliche Geist wird übrigens von diesen Kräften beeinflusst. Doch ist dieser grundsätzlich weniger angstvoll und damit beweglicher als die Psyche, und er verfügt über die Spezialität, Verzerrungen sichtbar zu machen. Kurz gesagt, es ist also die Psyche,
die ursächlich ist für so manches Täuschungsgeschehen innerhalb eines individuell kreierten Szenarios. Deines Lebens und auch meines. Die Psyche ist am stärksten von Ängsten beeinflusst und hat die niedrigste Schwingung, während die Seele über die höchste Frequenz verfügt. Der Geist kann zwischen beiden hin und her pendeln und durch intellektuelle Leistungen zur Erkenntnis und liebevollen Einsichten beitragen. Die Psyche ist hierbei grundsätzlich mit der Fähigkeit ausgestattet, in ihrem Rahmen die verzerrten Bilder zu berichtigen und leidvolle Emotionen zu transformieren. Sie kann reifen, sich entwickeln, lernen und im Laufe einer Inkarnation immer besser ihre Ängste verarbeiten, verdauen und sich dann zuweilen auch ein wenig öfter im Liebes- als im Angstpol aufhalten. So betrachtet erfüllt also unsere Psyche durch Verzerrungen von Realität eine bedeutende Wachstumshilfe für die Entwicklung der Seele. Ich muss bei diesen Aussagen, die natürlich nicht von mir persönlich stammen, sondern im Buch Welten der Seele nachzulesen sind, daran denken, dass bei der Archetypenlehre der Begriff des Ego keine zentrale Rolle spielt, so wie es in vielen spirituellen Lehren der Fall ist. Ich nehme an, du kennst auch solche Aussagen wie: Das Ego bringe alles nur erdenklich Schlechte über die Menschheit. Und das mag aus einer gewissen Perspektive ja so auch völlig plausibel sein. Doch irgendwie habe ich Zweifel, wenn ich höre, das böse Ego solle überwunden und quasi zum Teufel geschickt werden. Wenn alles, wirklich alles, göttlich ist es dann nicht auch das Ego? Findet sich in der Archetypenlehre und deren Beschreibung der Psyche nicht eventuell eine inspirierende Erklärung für die Projektionen und Verzerrungen, die in den anderen Lehren beschriebenen Funktionen des Ego doch recht ähnlich sind? Wäre es nicht schön zu wissen, dass das Ego sogar eine wichtige Aufgabe erfüllt, nämlich die Verzerrung da zu bewirken, wo Klarheit vonnöten ist? Dunkelheit da zu erzeugen, wo die Reise zum Licht gehen soll? Aber das sind meine ganz persönlichen Gedanken. Ich möchte hier niemand verletzen oder provozieren. Wenn du eine andere Meinung hast, respektiere ich diese. Abgesehen davon fragst du dich eventuell genauso wie ich, was ist denn nun diese einzige wahre, die richtige Realität ohne Verzerrung? Diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten, aber es gibt viele spirituelle Lehrerinnen und Lehrer, die eine neue Dimension von Bewusstheit lehren. Könnte es denn zum Beispiel sein, dass irgendwann der Spiegel der Verzerrung völlig zerbricht oder langsam verschwindet und dieser Zustand dann Erleuchtung ist? Wie denkst du darüber? Teilst du dieses Bild oder hast du andere Vorstellungen? Schreib es mir gern in die Kommentare. Ich bin interessiert daran, wie du darüber denkst. Ich veröffentliche übrigens in regelmäßigen Abständen weitere Aspekte der Archetypenlehre. Wie wär's, du abonnierst meinen Kanal? Und wie wär's gleich mit einem nächsten spannenden Thema? Dann schau dir doch gleich eins der folgenden Videos an.